Neue Gesichter inmitten des Chaos. Thomas hatte gerade eine Patientenakte geschlossen, als die Tür des improvisierten Krankenhauses aufging und 3 neue Gesichter hereintraten. Sie wurden von einem Koordinator begleitet, der sie kurz vorstellte. Das sind Lena, Sophie und Clara aus Deutschland. Sie sind hier, um uns zu helfen. Thomas nickte ihnen zu. Willkommen. Es ist nicht leicht hier, aber jeder zusätzliche Helfer zählt. Die 3 schauten sich um, sichtlich beeindruckt von dem hektischen Treiben um sie herum. Es ist anders als alles, was ich je gesehen habe, sagte Sophie leise. Clara, die älteste der 3, lächelte. Ich habe schon in anderen Konfliktgebieten gearbeitet. Aber jedes Mal ist es anders. Jeder Ort hat seine eigenen Herausforderungen. Thomas führte sie durch das Lager. Wir arbeiten hier oft unter extremem Druck. Wie Sie sehen können, haben wir nur begrenzte Ressourcen. Wir müssen oft kreativ sein und das Beste aus dem machen, was wir haben. Er zeigte ihnen das Zelt, in dem die Medikamente und Verbandsmaterialien gelagert wurden, und erklärte, wie sie sich an die ständig wechselnden Bedingungen anpassten. Es ist nicht ideal, aber wir machen es möglich. Lena, die Jüngste, sah besorgt aus. Ich habe gehört, dass es hier sehr hart ist, aber das hier ist überwältigend. Thomas legte ihr tröstend eine Hand auf die Schulter. Es ist nicht leicht. Aber wissen Sie, was mich jeden Tag motiviert? Die Tatsache, dass wir hier sind, um zu helfen. Dass wir einen Unterschied machen. Und mit Ihrer Hilfe werden wir noch mehr erreichen können. Die 3 nickten entschlossen. Trotz der Herausforderungen waren sie bereit, sich einzubringen und ihre Fähigkeiten zum Wohl der Menschen in Gaza einzusetzen. Am Ende des Tages, als die Sonne unterging und die kühle Nachtluft das Lager durchzog, versammelten sich Thomas und die 9 Freiwilligen um ein kleines Feuer. Sie tauschten Geschichten aus, lachten und fanden Trost in der Gemeinschaft, die sie inmitten des Chaos gefunden hatten. Es war ein Moment der Ruhe in einem sonst so hektischen Alltag. Am nächsten Morgen, gerade als die ersten Sonnenstrahlen den Horizont berührten, ertönten die schrillen Sirenen des Krankenwagenkonvois. Eine große Gruppe von Verwundeten war von einer nahegelegenen Konfliktzone eingetroffen, und das Krankenhaus war im Handumdrehen ein Wirbelwind aus Aktivität. Wir brauchen alle Hände, rief Thomas. Er beeilte sich, Handschuhe anzuziehen und rannte zu einem der Krankenwagen. Als er die Türen öffnete, wurde er mit einer Flut von Verletzten konfrontiert. Er konnte Verbrennungen, Knochenbrüche und schwere Wunden erkennen. Jeder Patient schien in einem kritischeren Zustand als der andere. Mitten im Chaos bemerkte er Clara, die ruhig und zielstrebig handelte. Mit einer Gelassenheit, die nur durch Erfahrung erlangt werden kann, versorgte sie Wunden, legte Verbände an und gab Anweisungen an die um sie herum. Es war offensichtlich, dass dies nicht ihr erstes Mal in einer solchen Situation war. Thomas bewegte sich zu ihr. Clara, danke, dass du hier bist, sagte er, während sie gemeinsam einen jungen Mann versorgten, der eine schwere Schusswunde hatte. Deine Erfahrung ist heute mehr als Gold wert. Clara lächelte kurz, während sie eine Infusion vorbereitete. Ich bin froh, helfen zu können. Jeder Krieg, jedes Konfliktgebiet hat seine eigenen Herausforderungen. Aber am Ende des Tages geht es darum, Leben zu retten. Die Stunden vergingen wie Minuten. Mit Clara an seiner Seite fühlte Thomas sich sicherer, effizienter. Gemeinsam versorgten sie Patient um Patient, bis die Sonne hoch am Himmel stand und die meisten Verwundeten stabilisiert waren. Als die Intensität schließlich nachließ, setzten sich die beiden erschöpft, aber zufrieden nebeneinander. Du warst unglaublich, sagte Thomas, die Augen voller Bewunderung. Ich bin so dankbar, dass du heute hier warst. Clara sah ihn an und lächelte müde. Das ist es, was wir tun, oder? Wir sind hier, um zu helfen. Egal wo, egal unter welchen Umständen.
Es war ein Moment der Kameradschaft und des Respekts zwischen zwei Menschen, die inmitten des Krieges das Beste aus sich herausholten. Die Stille des Spätnachmittags wurde jäh unterbrochen, als erneut Sirenen erklangen. Thomas und Clara sprangen auf und eilten zu dem Bereich, in dem die anderen beiden neuen Freiwilligen, Sophie und Lena, arbeiteten. Dort sahen sie eine Szene des Chaos. Mehrere neue Verletzte wurden hereingetragen, und Sophie und Lena schienen überwältigt. Thomas und Clara verteilten sich sofort und begannen, Sophie und Lena zu unterstützen. Doch trotz ihrer Anstrengungen und Erfahrung gab es Momente, in denen selbst die besten medizinischen Fähigkeiten nicht ausreichten. Ein junger Mann, den Lena versorgt hatte, erlag seinen Verletzungen. Lena, die noch nicht so viel Kriegserfahrung wie Clara hatte, saß in einem Moment der Stille neben dem leblosen Körper des jungen Mannes. Ihre Augen waren mit Tränen gefüllt. Thomas trat zu ihr, legte sanft eine Hand auf ihre Schulter. »Es tut mir so leid, Lena«, sagte er leise. Sophie kam auch herbei und nahm Lena in den Arm. Clara, die einige Meter entfernt stand, trat zu ihnen und schloss den Kreis. »Wir können nicht alle retten«, sagte Clara sanft, »aber wir geben unser Bestes.« Lena nickte, schluchzte leise. »Es ist nur so schwer. Er war so jung.« Thomas schaute zu Clara, dann zu Sophie. »Wir tragen das Gewicht dieser Momente zusammen. Jeder Verlust schmerzt, aber wir müssen uns erinnern, warum wir hier sind und wie viele Leben wir gerettet haben.« Die Gruppe stand eine Weile schweigend da, bevor sie sich wieder an die Arbeit machten. Es war eine stille Anerkennung der Schwere ihrer Aufgabe und der tiefen Verbindung, die sie miteinander teilten. Inmitten des Chaos und der Zerstörung waren sie eine Quelle der Stärke und des Trostes füreinander. Es waren diese Momente der Menschlichkeit, die ihnen halfen, durch die dunkelsten Zeiten zu navigieren.